und herzlich willkommen zur 5. Folge unseres Italien-Videoblogs. Ja, jetzt befinde ich mich gerade unterhalb Italiens, unter der Anlage. Und man muss natürlich wissen, hier über mir später werden 5 Tonnen lasten. Ist natürlich ziemlich viel Gewicht. Und da ist es natürlich ein Muss, dass diese Anlage oder diese Unterkonstruktion stabil gebaut wird. Wer hier von Anfang an dabei war, das ist der Christian, oder wir nennen ihn hier den Schuh. Und er wird uns mal zeigen, was es denn heißt, eine Unterkonstruktion für das Miniaturwunderland zu bauen. Ja, wir sind ja jetzt hier unter der Unterkonstruktion. Und was ist denn das allererste, was du hier gemacht hast? Ja, dann komm einfach mal mit rüber. Ja, ich rübere. Und dann siehst du hier unseren guten, dicken Stahl, den wir hier eingesetzt haben. Weil den brauchten wir als erstes, um die ganzen Schattenbahnhöfe abzufangen. Die Schattenbahnhöfe hat damals ja schon der Wolfgang fertig gemacht. Ja, richtig. Unser Weichenmeister, wer sich erinnert. Richtig. Und dafür mussten wir erstmal diesen Stahl setzen, mit den ersten Querstreben. Aber wer denkt, dass die gleich bis an die Decke gegangen sind, das ist dann leider falsch, sondern wir mussten Schattenbahnhof für Schattenbahnhof einsetzen. Einzeln alle aufeinander. Ja, okay. Weil wir sind ja ungefähr 10 Meter lang. Und dann ist das nicht wie im Bücherregal einzeln reingestellt, sondern wir mussten wirklich Stück für Stück bauen. Und erst danach kommt hier vorne der Tisch. Und ist es denn so, dass der Stahl auch in den Boden reingebohrt wurde oder dass da in den Boden reingebohrt wurde? Genau, der ist mit dem Boden fixiert und mit der Außenwand. Ach, mit der Außenwand auch noch? Genau, so konnten wir dann sicher sein, dass sich hier am Ende nichts bewegt. Okay. Später hält zwar alles miteinander, Okay. aber vorher war das eine ganz schön lapprige Angelegenheit. Ja, das glaube ich. Und wenn ich jetzt hier oben hinschaue, da sehe ich ja die Holzkreuze. Wie kriegt ihr das denn hin, dass man, sag ich mal, Holz ineinander winkeln kann? Genau, du zeigst es schon fast richtig mit deinen Händen. Ja. Und zwar haben wir das Holz von beiden Seiten immer ein Stückweise eingeschnitten, Okay. bis zur Hälfte, und dann kannst du es ineinander lappen. Denn unsere lieben kleinen Elektroniker, die kommen danach und bohren uns nämlich auch noch überall schöne Löcher rein Ja, muss ja auch. und klauen uns dadurch die Stabilität. Ja. Und durch die Verzahnung und Leim und der Schraube können wir halt garantieren, dass es hält. Baut ihr das Ganze denn hier eigentlich frei Hand oder habt ihr auch einen Masterplan, an dem ihr euch orientiert? Wir haben schon einen Masterplan, aber wir gestalten ganz viele Sachen individuell nochmal, weil die Gegebenheiten sich auch immer wieder ändern. Also was heißt das? Die Gegebenheiten verändern sich? Ja, zum Beispiel der Raum ist manchmal größer oder kleiner als der offizielle Plan. Okay. Ja, und dieser Plan für die Normalsterblichen, könnte ich den zum Beispiel auch lesen und verstehen und mir dann auch so eine Anlage zu Hause bauen oder ist das eher schwierig? Also für einen Laien schon ganz schön schwierig, weil Gerd hat schon so seine eigenen Gedanken und seine Höhenmaße alle im Kopf. Die schreibt er zwar alle auf den Plan, aber wir stehen auch ganz oft mit verdammt viel Kopfschmerzen vor und denken so, oh oh. Aber am besten, wir schauen mal hin. Machen wir das. Komm Annie, ich zeig dir, wie das geht. Das hat alles ein bisschen was mit Sport zu tun hier. Ach so, das meinst du? Ich dachte, ich kann komplett rausfahren. Also, die Pläne? Genau, Annie. Total einfach. Alle Pläne sind von Gerd, die einzelnen Bahnen. Und hier siehst du ja dann. Hochgeschwindigkeitsstrecke Neapel mit Schattenbahnhof 3. Auch die Regionalbahn hat hier hinten einen Schattenbahnhof. Sehen fast alle gleich aus. Ja, das Ist also total einfach. Ja, genau. Du sagst es ist total einfach. Die sehen alle gleich aus. Ich habe es nicht verstanden. Aber gut, dass du es verstanden hast. Du weißt, wo die ganzen Dinge stehen. Hier sind ja überall Zahlen. Was hat das denn damit auf sich? Die Zahlen ergeben bei uns immer die Höhen. Also hier siehst du zum Beispiel, der untere Schattenbahnhof fährt hier hin auf 657, der nächste auf 920, der nächste 1200, richtig. Und wir haben dann hier teilweise einen Höhenunterschied von ca. 280 mm. Wir Tischler rechnen immer Millimeter, das ist in diesem Unternehmen manchmal nicht so leicht. Da kommt jemand an und sagt, schneid mir mal 3 zu. 3? Ja, dann schneide ich also 3 mm zu. Okay. Er meint aber 3 cm. Ja. Ja, das ist soweit der Plan. Du kannst mir jetzt noch helfen, ein paar Spanten aufzubauen da hinten. Denn wir müssen ja mal langsam fertig werden. Ja, dann an die Spaten würde ich sagen. Ja, Ne? Attacke, folge mir. Ich folge. Ja, wie du siehst, Stahl ist da alles vorbereitet. Ja. Den Spanten habe ich auch schon grob zugeschnitten, dass Ja. wir ihn einmal reinstellen können. Dann können wir uns das ganze Gelände nochmal anzeichnen, Ja. weil du hast ja auf den Plänen gesehen, Ja. wo es alles ist. Ja. Hab ich auch. Und dann geht es in die Tischerei, aussägen, schön die Kanten schleifen und dann wieder rein damit. Ja, finde ich gut. Machen wir. So, bleibst du hier, dann gebe ich an.
Ja, da ist er. Hast du? Ja. Ja. Ich merke, die erste Schweißperle bildet sich auf meiner Stirn. Und? Du könntest bei mir anfangen. Yes! Sehr gut. So, Andy, jetzt kannst du nämlich schön zeigen, was Gerd auch vorbereitet hat. Ja, hier. Richtig. Die Linie meinst du? Genau, du Das kannst, ist gut. ne, du siehst hier hinten schön die Linie, wie wir nach oben gehen. Ja. Und wenn du dich jetzt einmal auf die andere Seite drehst, Ja. dann sieht man aber mal, wie verrückt dieses Unternehmen ist. Denn was steht da oben? Mein Arm zu kurz. Ja. Denn, Alles klar, weiter geht's. Ne? mal los zur Tischlerei. Ja, und damit herzlich willkommen in der Tischlerei, die zweite. Ja, ich säge von hier. Von hier, dann halte ich von hier. Hätten wir das oben gemacht, hätte Wolle uns. Immer schön rundschleifen. Ja. Denn Splitter tun verdammt nochmal weh. Ja. Ja, und wir sind zurück in Italien. Süditalien müssten wir eigentlich mal Süditalien, festhalten. Entschuldigung. So, einmal. Oh Gott, gib mir mal das zweite, bitte. Stehst du sicher? Ich stehe sicher. So, das muss natürlich jetzt hier noch eingesetzt werden. Einmal hier rüber. So. Sitzt. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja. So, genau. Jetzt machen wir das Ganze hier fest. Setzen hier eine Zwinge an. So, hier hinten auch bitte eine. Zum zweiten die Schraubzwinge anbringen. Ja. So, jetzt kommt etwas, wo unsere Gäste ganz oft denken, dass wir entweder A, bärenstark sind oder B, zaubern können. Natürlich ist es A. Wenn du die Schraube mal genauer anguckst. Ah ja, die hat einen Bohreraufsatz vorne Genau. drauf. Sie ist selbstschneidend, kann sich dadurch in den Stahl am Ende auch ein Loch Ja, einschneiden. denn freie Fahrt. Das ist auch ein kleiner Handwerker-Tipp. Wenn du die Zwinge nämlich da ansetzt, wo du schrauben möchtest, Ja. dann drückt sich das Holz nicht weg, sondern man kann direkt einmal durchgehen. Zack. Da oben dann auch noch, oder? Genau, aber da müssen wir uns dann wieder auf die andere Seite begeben. Andy, bist du schon da? Ja, ich komme. Da bin ich doch. Ja. So. Ich bin immer für den einfachen Weg. Ja, okay. Nächstes Mal gehe ich auch den anderen Weg. Ja, du bist ja nicht so oft hier. Nee, das stimmt. So, Aber man dann- überlegt es sich. Genau. Wir bräuchten jetzt hier nochmal ein, zwei Schrauben. Aber, genau, Zwinge ran. Muss mal unten auf die Füße gucken. Ja, ich muss ja irgendwie.
Kraft aufwenden. Ja, schön. Ja, so. Und du? Gucken wir uns das Ganze nochmal von vorne an Okay, und dann sage ich dir, wie es weitergeht. machen wir das. So, Andy. Ja, Jetzt können wir unser Werk nochmal von vorne begutachten. Man kann jetzt halt schon relativ gut erkennen, wie später die Landschaft wird. okay, und was muss dann jetzt noch alles gemacht werden? Also damit, letztendlich kommt ja irgendwann hier auch Fliegendraht drauf, Gips und Seen, Städte und so weiter. Und das ist natürlich alles viel Gewicht. Was muss denn jetzt noch, sag ich mal, zum Finale gemacht werden, dass das diese Stabilität auch hergibt? Genau, man sieht jetzt ja noch ganz gut, dass das hier alles ganz schön lapprig ist. Ja, Und wir setzen überall noch Querstreben rein, so wie man da drüben auch schon ganz gut erkennen kann. Da habe ich schon alles erledigt. Ja, alles klar. Und da wird dann anschließend der Fliegendraht dann rüber getackert. ja. Dadurch haben wir unsere Endsteifigkeit und der Rest macht dann wirklich Fliegendraht und der Gips. Ja, das dauert aber noch ein bisschen, ne? Ja, das sind noch ein paar Wochen, die da vergehen werden. Ja, vielen Dank, Schuh. Wie man sieht, ist das eine Menge Arbeit. Ich habe bei dem einzigen Querspann da schon angefangen zu schwitzen, wenn man überlegt, hier sind so viele Querspanten, die hier verarbeitet werden und alle einzeln irgendwie ausgesägt werden, nochmal rausnehmen, nachsägen, wieder einsetzen, dann mit dem Metall verbinden. Also es ist wirklich eine Menge Arbeit, bis denn letztendlich hier dieser komplette Gips draufgetragen wird. Ja, aber ich bin schon sehr gespannt, wie das Ganze dann aussehen wird und verlaufen wird. Und ich freue mich natürlich, dass ihr dabei wart, dem Ganzen zugeschaut habt und würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Macht's gut. Tschö.